Willkommen beim Cloud Close-Up, dem Format, in dem wir uns die neuesten Features der Atlassian Cloud aus unserer Beratersicht anschauen. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir sind zu Gast bei unseren Kollegen von Scolution. David, willkommen, schön dich da zu haben. Hallo Antal, hallo Martin, vielen Dank. Mich freut es auch sehr, heute mit dabei zu sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, super. Und wir machen heute eine Doppelfolge. Ihr seht heute unseren Content auf dem Comunado-Kanal und morgen den zweiten Teil im Scolution-Kanal. Also schaltet dort auf jeden Fall mal ein. Und ich würde sagen, magst du denn direkt mal eins deiner Features vorstellen, die du heute mitgebracht hast? Sehr gerne. Und zwar habe ich heute für euch innerhalb der Confluence Cloud ein Feature mitgebracht, was sich ziemlich zentral in der Kopfleiste befindet. Wie ihr ja selbst wisst, gibt es ja einmal die Möglichkeit, anhand einer selbstorganisierten, übergeordneten Seite Strukturen über den Org-Administrator festzuhalten, sprich eine gesonderte Homepage kann entstehen. Das bricht sich einfach auf alle Elemente runter, in denen ich beteiligt bin. Unter anderem das Gegenstück, es gibt es auch personalisiert, nur für mich, wo ich sehe, welche Aktivitäten tauchen denn in den betroffenen Bereichen auf. Und jetzt kommt mein Feature, der Company Hub. Unter dem Company Hub dürft ihr euch Folgendes vorstellen. Es ist eine zentrale Seite von verschiedenen Elementen, die wir von der Atlassian-Welt mit integrieren können. Das heißt, nicht nur Confluence können wir hier anhand von verschiedenen Bereichen Verlinkungen mit ablegen, sondern auch Jira-Elemente, Tickets, vielleicht auch Jira Service Management, je nachdem. Oder auch Newsbeiträge zum Beispiel, um zu sehen, was es Neues in unserer Firma gibt? Auch in diese Richtung geht es ganz stark, egal ob es jetzt ein neuer Mitarbeiter ist vielleicht oder vielleicht eine gewisse Projektumstrukturierung, es wird was Neues aufgesetzt. Alles kann hier über eine Ankündigung an die gesamte Organisation, in der wir uns befinden, mitgeteilt werden. Was ist dann der Unterschied zwischen der Seite, die jetzt bei dir Willkommen heißt, wo ich ja eine Seite oder einen Bereich in Confluence als Startseite quasi anwende und anpinne? Sehr gute Frage. Und zwar einmal der Unterschied dazu, innerhalb meiner Willkommenseite, die über den Org-Admin angelegt worden ist, habe ich die Möglichkeit, aus einem bestehenden Bereich eine bestimmte Seite mit zu integrieren und diese im Prinzip als Navigationsstütze mit aufzusetzen. Bei dem Company Hub habe ich die Möglichkeit, meine Startseite gesamt neu zu entwickeln. Das heißt, ich muss keine vordefinierte Vorlage anhand von einer Seite, einem Bereich mitnehmen, sondern ich habe hier die Möglichkeit, Teammitglieder hinzuzufügen, wie ihr seht. Ich habe die Möglichkeit, auch Ressourcen zu planen. Wie sieht es hier vielleicht im Support aus, sprich Jira Service Management, unter anderem aber auch neue Mitarbeiter. Und es ist ja, wie ich sehe, ein ganz normaler Confluence-Editor, mit dem man es einfach bearbeiten kann. Genau, wir haben hier einen ganz normalen Editor mit hinterlegt, wo wir verschiedene Funktionen, Elemente, auch Makros mit integrieren können. Mhm. Okay, cool. Coole Sache. Also da wird es dann ja total spannend, wenn es dann ums Thema Gäste geht. Weil wir können ja Gäste auf einen Bereich berechtigen, können zwar dann so tricky Sachen machen, wie wir können öffentliche Bereiche generieren, worauf die dann auch zugreifen können. Aber das brauchen wir jetzt damit nicht, weil wir haben einen Company Hub, auf den quasi jeder zugreifen kann, oder wir können auch festlegen, wer darauf zugreifen kann, und schon haben wir das zentral. Definitiv. Gibt es da eigentlich verschiedene Berechtigungen? Oder wenn ich jetzt dort ankündige, welche neuen Mitarbeiter anfangen, dann will ich ja nicht, dass meine Gäste, die gar nicht im Unternehmen sind... Ich habe gesehen, es gibt Berechtigungen auf die ganze Seite drauf. Ich glaube, das ist hier unter diesem Stift. Genau. Und dann versteckt unter den 3 Punkten oben. Hier die 3 Punkte, okay. Und da kannst du es nicht nur umbenennen, sondern kannst die Permissions auch vergeben. Also sprich, wer darauf zugreifen darf. Okay, vielen Dank. Also so eine coole Intranet-Startseite für Confluence. Genau, kurz und knapp zusammengefasst auf jeden Fall. Ja, super. Martin, was hast denn du heute mitgebracht? Tatsächlich zur Abwechslung mal was für Confluence. Was ich euch zeigen möchte, ist eine Weiterentwicklung einer Atlassian Intelligence Funktion. Ihr kennt bestimmt die Definieren-Funktion von Atlassian Intelligence, bei der ich in Confluence eine Abkürzung zum Beispiel markieren kann und dann sagen kann, definiere mir das mal. Ja? Was bedeutet eigentlich CCC? Und aus den Inhalten, die in dem Confluence gespeichert sind und aus Informationen aus dem Internet, ähnlich wie ChatGPT, wird mir hier eine Zusammenfassung, eine Definition, besser gesagt, für diesen Begriff vorgeschlagen. Also in diesem Fall gibt es keine Infos in dem Wiki darüber, was CCC bedeutet. Also sagt er, CCC steht für Chaos Computer Club.
In unserem Fall steht aber CCC natürlich für was anderes, nämlich für das Comunado Cloud Close-Up. Ja, Comunado Cloud Close-Up, ganz genau. Und bisher konnte man aber nichts machen, wenn die KI-Definitionen falsch waren. Und jetzt haben wir ganz neu hier diesen Stift-Button, da können wir draufklicken und dann können wir tatsächlich die Definition korrigieren. Also können sagen, steht für Comunado Cloud Close-Up. Und haben zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Quelle anzugeben, also zum Beispiel eine Confluence-Seite zu verlinken, in der mehr darüber zu erfahren ist. Und ich kann sogar die Definition noch auf bestimmte, ja, auf den Bereich oder auf die Seite oder auf meine ganze Site einschränken. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, gerade wenn du irgendwelche vielleicht geheimen Projektnamen hast, die vielleicht noch nicht alle wissen sollen. Aber das ist auf jeden Fall cool, gerade es macht die Glossarfunktion noch mal ein bisschen steuerbarer und wir können halt wirklich sagen, das ist unser Glossar, das ist eingebaut und das können wir frei definieren, aber es geht auch automatisch anhand der Daten, die wir eben in unserem Content haben. Ja. Auch von der Struktur finde ich es richtig vorteilhaft, weil jedes Unternehmen reflektiert die Inhalte anhand von Abkürzungen immer anders und durch dein Stiftsymbol, was du uns gerade präsentiert hast, ist es jedem individuell gestaltbar. Finde ich stark als Funktion. Oder was jetzt noch interessant wird, gerade mit diesen Berechtigungen. Wir hatten ja hier, dass du es auf die Seite, auf den Space oder auf die Site einrichten kannst. Jetzt stell dir mal vor, du hast Entwicklungs- und Design-Teams und beide nutzen zum Beispiel die Abkürzung CI/CD, was ja unterschiedliche Bedeutungen hat, je nachdem, in welchem Kontext du bist. Hast du recht. Von dem her kannst du es dann auch einrichten. Und ich kenne jetzt auch ganz viele große Unternehmen, die tatsächlich viel Aufwand in ein Glossar packen und das tatsächlich auch redaktionell nutzen. Da ist diese Funktion sehr, sehr cool. Und sie ist eben für alle mit Confluence Premium verfügbar, ohne zusätzliche App. Genau. Und was ich noch zeigen wollte, es wird auch hier festgehalten, dass diese Definition von mir ist und ich kann am Ende, wenn das nochmal umdefiniert wird, sogar sehen, wer hat es geändert. Also total Enterprise-ready, das Feature, würde ich sagen. Sprich, wenn ich jetzt meinen Wikipedia-Eintrag zu mir abändern möchte, dass ich dort dein Foto hinpacken würde, oder da dein Foto für mich hinpacken würde, dann würde man das auch erkennen. Dann würde man das auch erkennen. Mensch, kann ich nicht machen. Sowas aber auch. Alright. Ich habe auch eine kleine Sache mitgebracht und da bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Es ist eine Funktion, die gerade im Early Access ist und wir tatsächlich noch keinen Zugriff drauf haben, aber ich ihn beantragt habe. Ich bin total gespannt, was ihr und ihr als jetzt Zuschauer auch davon haltet. Nämlich ist es eine Funktion, die mancher Kunde von mir schon gewünscht hat, nämlich ist es eine Ordnerfunktion in Confluence. Wir können nämlich anstatt eine Seite irgendwo zu erstellen, auch direkt einen Ordner erstellen, um zum Beispiel unsere Inhalte zu gruppieren und dann die irgendwo reinzupacken und die können wir tatsächlich dann auch verschieben. Aber das ist doch im Prinzip, konnte ich das doch auch jetzt schon machen, Genau. Indem ich eine Seite erstellt habe und die dann einfach leer gelassen habe oder einfach das wie heißt das, Child Pages Makro verwendet habe. Anzeige untergeordneter Seiten. Vielen Dank. Anzeige untergeordneter Seiten. Ja, also. Also es ist eine neue Funktion, bei der ich tatsächlich auch gespannt bin. Also ist es was für manche Leute oder ist es nicht? Ich bin tatsächlich auch eher der Meinung, ja, die Funktion gibt's ja schon mit Seiten einfach. Aber ich sag's mal so, es ist jetzt schon ein Aufwand, dass man die Seite anzeigt, dass man dieses Makro drauflegt. Und so hätte man es direkt da. Ich bin mal gespannt. Also ich würde mich auch freuen, wenn aus diesen Ordnern dann auch irgendwann mal die Möglichkeit gäbe, direkt Seiten zu erstellen, weil ein Ordner ist jetzt meistens nur eine Organisationseinheit, aber manchmal wird es auch zu einer Übersichtsgeschichte. Und ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Ich finde es definitiv spannend. Weißt du, ob es dazu die Möglichkeit gibt, die einzelnen Ordner auch passend berechtigen zu können, sodass ich sagen kann, die Struktur darf nicht jeder sehen, die darf vielleicht nur eine bestimmte Gruppe aus dem Bereich. Ich tippe mal, das wird definitiv kommen, aber ich habe diese Information noch nicht. Aber ich finde diese Sache so neu und interessant, dass ich gerne mal wissen möchte, was andere davon halten. Ja, dann schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr von den neuen Ordnern, die bald für Confluence kommen? Und das war's mit unserem heutigen Cloud Close-Up. Wie gesagt, wir sehen uns morgen im Solution-Kanal und wir würden uns total freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und tatsächlich auch mal eure Meinung in den Kommentaren da lässt. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Bis dann. Ciao.